Okay, pass auf. Ich habe da was gefunden oder mir wurde was ins Herz gelegt von wie heißen sie? Hier von dem Horror Visuals Twitter-Account, der inzwischen so mich, oder Horror Community heißt er inzwischen, glaube ich. Einfach ein Dude, der sehr viel Horror-Content, Videospiel-Content postet. Und der postet auch ab und zu über kleinere Indie-Horror-Games, die er empfiehlt. Und eins davon spielen wir jetzt einfach mal. Und das Game heißt Veiled. Gib mir gerade ein paar Sekunden, das hier da. Das hier Streamtitel und so Dinge zu tun. Veiled. Ja. Das ist ein Point-and-Click mit einem weirden Artstil. Und das reicht mir schon gerade. Das wird mich, glaube ich, sehr happy machen. Aber it is now time to be spooky. Das hast du auch einen Poll aufgemacht. Ah, guck mal. Chat ist genau meiner Meinung. Ich bin euch einen Schritt voraus. Linkin Park in the end.exe. Not a virus.dolphin. Not a dolphin.virus. Virus.dolphin.nada. Anyway. Wo ist es denn? Da. Falsch. Das war falsch. Da wollte ich hin. Müssten wir. Wobei, warte mal, es müsste aber eigentlich auch hier rüber gehen. Ich müsste nur hier. Das. Ja, das geht. Ja, Mann. Ich schätze mal oben rechts, das geht gleich weg, wenn wir das Spiel starten. Chat, komm. Packe ich mal da unten hin, vielleicht. Oh, Pause. Goodie. Ich habe mal wieder keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Aber es ist Mother with Unity. Okay, oben rechts, das geht nicht weg. Veiled. Eine Option, das irgendwie zu. Oh, warte, ich kann es auch runterladen, ne? Moment, wait. Gibt eine runterladbare Version. Ganz kurz. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ach, das wäre. Gibt eine Triggerwarning.txt. Naja, jetzt einfach hier nothervirus.exe. Wahrscheinlich falsche Nummer gewählt. Das ist nicht meine Nummer, das ist die Nummer von meinem Valen-Sittich. Oh, aua. Wo ist denn jetzt das Ding hingebracht? Da. Got it. Okay.
Ja, komm, bei meinen Puns kann man jetzt auch nicht wählerisch sein. Ah. Okay. Es tut Dinge, aber es ist noch nicht ganz. Äh, 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 äh. Wo ist jetzt das Ding hin? Da ist es. Das weg. Das hin. Das her. Das River Niver. Nei und Nin. Oh, ist einfach jetzt. Oh. Das ist viel besser. Leider auch ein gut Stück lauter. Aber das ist gut. Ich lasse es immer so. Also, jetzt mit 10 Minuten Verspätung. Veiled. Start Game. It's been 1 year since the incident. 1 endlessly long year looking for the truth. You know your child is alive. All the answers must be out there. Oh, okay. Continue driving. Continue driving. Was ist das hier? Text. Your bag is empty. Ah, das ist meine Tasche. Taschensymbol. Okay, wir könnten das vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel da außenrum noch passiert oder ob das Game einfach nur in diesem kleinen Rahmen da statt. Wahrscheinlich. Egal, das ist die intended Auflösung von dem Entwickler. Wir bleiben dabei. Continue driving. Hours pass. You are exhausted. You finally arrive at the location you've been given. Better keep a low profile and go through the woods. Go back into the car and the forest. And the forest? Aber nur wenn der will. Go back in the car. You shudder at what you had to do to obtain this address. No way you're backing out now. Aber vielleicht eine Schrotflinte drin. Okay. Excuse me? You enter the forest. Ominous twisted trees watch you venture deeper into the woods. Das Äußere vom Auto passt nicht zu dem Inneren. Sei mal nicht so kritisch, ey. Look at trees. Everything looks so quiet here. You shiver. Spooky, scary, skeleton. And shiver down your spine. It's on. You continue until you reach the house. Eine Statue. The property is closed off by a large gate. It's too high to climb. You are too high to climb over. Is your child really here? Is it? Search abandoned tools. Among us, the rusty tools, lies a big iron bar. A Snickers. This may be useful to break the chain. Seems sturdy enough. Not very suitable, but you need to get in. Okay, jetzt haben wir das da drin. Okay, und noch mehr? Inspect the gates. Inspect the gate. It's locked by an old rusty chain.
It has seen better days. Maybe there is a way to break it. Iron bar? Iron bar. Iron. Okay. Break the chain. Unbreak. You put all your weight on the bar. The chain finally surrenders. The gate opens with a creaking noise. You enter the front yard. Wir gehen einfach aus, dass hier keiner lebt. This mansion, once opulent, looks rather abandoned. Wie cool. Großer Fan davon. A towering statue seems to be watching over the Namaste, you guys. Good morning. Namaste, you guys. Good morning. Mo. Vielen lieben Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Morgen. Shisui. Vielen lieben Dank für den Follow. Hallo, liebe Raiders. Mo, wie geht's dir? Schön, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank für den Raid. Komm, jetzt muss ich einmal das Shoutout-Command testen. Ich habe das noch nie gemacht. Krass, oder? Crazy. Ich hab's einfach brutal drauf, was das Streamen anbelangt. Hallöchen. Hey, na? Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Was habt ihr getrieben? Willkommen. Willkommen im Stream. Mein Name ist Wintar, wer gerade zum ersten Mal rüberkommt und meine Wenigkeit noch nicht kennt. Hi. Willkommen zu einer kleinen Spontanrunde in die Dunkelheit. Eine Sektion, wo wir Indie-Horror-Games spielen. Einfach so, ohne Grund. Säulengrünes Menschenfleisch. Forest. Der Wortwitz. Menschenfleisch. Gut geht's dir, hört man sehr gerne. Ich kann mich auch nicht beklagen. Bisschen Schlafentzug vielleicht. Aber ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. Oh, wir haben es dem Alien richtig gezeigt und plagen und jetzt mit dem Androiden in Alien Isolation. Geht gut voran bei euch. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ich finde es schön, dass du auch Horrorgames spielst. Ihr kommt jetzt quasi von einem Horrorgame zum nächsten. Das wird hier nicht so actionreich. Wir spielen gerne mal hier auch subtilere Games. Nicht, weil ich ein Schisser bin, sondern einfach nur, weil ich Fancy Pants bin und weiß nicht. Indie-Developer grundlegend vergöttere. Und ich habe mir so zur Aufgabe gemacht, also mal ganz ernsthaft, kleine Indie-Games, die eigentlich kein Schwein kennt, rauszusuchen und die zu zocken. Und ja, gerade spielen wir Vanish, heißt das, ne? Steht im Streamtitel gerade. Und ich weiß nichts über das Game. Das ist ein Point-and-Click. Ein Horror-Point-and-Click. Und es ist sehr klein. Vielleicht mache ich es ein bisschen größer für euch, weil da ist ja lächerlich fast. Da kann man ja kaum was erkennen. Wer hat schon dabei was gedacht, ey? Achso, was ist das? Warte. Ist das wieder dumm? Wo ist es denn? Da und dann mache ich hier und dann mache ich da und dann mache ich da und dann mache ich... Ich mache das Ganze jetzt mal so. Muss ungefähr die gleichen Abstände haben. So ungefähr. Oh, so. Ja. Gut genug. Ich hoffe mal, in dem roten Bereich da außenrum
Passiert nichts. Veiled. Ah, nicht vanished. Veiled heißt es. Ah, Fast, Wintar, fast. Ja, close enough mit V halt irgendwas. Wow. Jetzt macht er mir das Licht aus. Nach dir, Shizui. Wenn du so reingeschaut hast, mach es gut. Kommt rein, sofort am Stänkern. Ey, ist unglaublich. Unglaublich. Wintar ist genau das Gegenteil von meinem OBS-Management. Ich manage gar nichts. So. Es ist so besser. Trigger das noch mehr. Vielleicht kann ich das drehen? Nee, okay. Anyway. Zurück zum Spiel. Wir suchen anscheinend nach unserem Kind, welches schon seit einem Jahr verschwunden ist, glaube ich. Und haben eine Adresse zu diesem Haus hier bekommen und erwarten das jetzt hier? I don't know. This mansion, once opulent, looks rather abandoned. A towering statue seemed to watch over the property. Over the stigmatized property? Examine the statue. Strange, slender, dark silhouettes. They represent a family, but their alien look gives you chills. Alien look? Zufall? Wenn das bei mir nicht genau ein Pixel stimmt, muss ich das fixen, egal wie lange das On-Stream dauert. Da habe ich keine Nerven dafür. Da habe ich keine Nerven. Nee. Da muss ich jetzt durch, Blackie. Das tut mir aufrichtig leid. Warte, ich kann es vielleicht wirklich fixen, oder? Warte mal. So. Achso, nee, warte, das war jetzt. Nee, das war nicht richtig. Anyway, ist egal. Ist egal. Wir lassen es so. I'm sorry. Okay. Die Statuen knock on the door, go around right corner, go around left corner. Wir klopfen erstmal, oder? Knock, knock, knocking on mansion's door. You knock repeatedly to the door, but no one answers. Maybe you can find another way in. Knock on the door again. Maybe you can find another... Okay. Go around right corner, go around left corner. Und noch mehr Optionen. Statue. Ne. Links! Links! You walk along an overgrown French garden. There is a shed on the left. Go to the backyard. Go to the shed. Go to the giga shed. Enter the shed. Enter the shed. A thick layer of dust covers everything. Nothing has been touched in a long time. Ich mag diesen Dotted Art-Stil, aber du kannst meistens nichts erkennen. Search among the clutter. Warped wood, planks and broken windows. Nothing useful in there. Okay. Inspect the tool bench. A ladder rests on the side of a bench. It could be useful to enter the house. Take the ladder. Or the first one, I don't mind. It's heavier than it looks. Hopefully you won't have to carry it around for long. Oh. Ist es schlecht, wenn wir das lange dabei haben trotzdem? Back to the alley. Okay. Ja, wir können nur zurück. Ob das Blinket gerade gleich geblendet hat? Nö, das ist nicht so schlimm. You walk among overgrown French garden. Oh, ist das jetzt zurück, das hier? Nee, back to the front yard. Hier, go to the backyard.
The path leads to the backyard. No shit. Alles gut, JLo. Das. Ich kann das halt einfach nur ausschalten, indem ich den ganzen Collar-Befehl ausschalte. Wenn ihr nicht wollt, dass ich den ganzen Collar-Befehl deaktiviere, ja. Ne? Inspect the window. Back to the alley. Okay. The shutters are not fully closed and the window behind them seems open. If you had a way to get up there, you could sneak inside. I do have. Put the ladder. You put the ladder against the wall. It's tall enough to reach the window. Let's go! You climb the ladder and enter the house. Ooh. As you enter, you see someone rushing through the door just below you. As you enter, you see someone rushing through the door just below you. Who was he? You run after him. Oh. Am I die now? The man has disappeared through the door in front of you. Surely, he must know something. Follow the man. Inspect the door. Das ist eine schlechte Idee, dem Kerl jetzt zu folgen. You throw yourself at the door in vain. It is desperately shut, but as you inspect it, you find something. There's a small box beside the door. This is a high-tech device. Feels out of place here. Inspect the device. It seems like some sort of biometric device. Apparently it needs to scan an eye and your finger. It seems to be some kind of... Also ja, genau. Ja gut, da haben wir... Ne? Da haben wir nix. Back to the hall. Er stellt den Brief an die Wand, so ist es. Ja, ich weiß. Vampire Survivors ist seit heute Version 1.0 veröffentlicht. Habe überlegt, ob wir heute ein bisschen Vampire Survivors deswegen spielen. Hab mich dann aber am letzten Augenblick dagegen entschieden. The door is locked from the other side. Da geht's aber rein. You grasp the cold handle. The door seems to weep as you push it open. Classy dining room. The silverware has been set and the dinner is ready to be served. But why all this decorum? Was someone expected? You take a closer look at the frames on the buffet. A few family photos are on display. Look at the photo. Look at this photo. The wedding photo catch your attention. A happy couple. It's the same man that the other photograph, only much younger. Okay. Maybe they are your hosts. The frame is missing a glass panel. That is odd. Oh, the frame is missing a glass panel. That's odd. Take the photo. You remove the photo from the frame. You uncover a hidden compartment with a tape in it. You take the topper and expect it. No, to my baby. It's written on the label. Oh, interesting. Voll smart, ey.
Look at this photo. Smiling kid. Pretty uptight. Wow. Sehr judgmental. The smile on a man's face makes you uneasy. Hi. Willkommen. Willkommen in meinem Haus. Entledigen sich all ihrer Klamotten und ich entledige ihnen all ihres Blutes. Morgen früh raus und lag noch ein bisschen. Alles klar. Dankeschön, Dr. Angel. Danke fürs Reinschauen. Sleep well. Einen schönen Tag morgen. Only the one plate is... Oh. French cuisine apparently. Das sieht aus wie ein gigantischer Daumen. Inspect the plates. Yikes. No thanks. Könnte auch ein Knie sein. Ne, ich will da raus. Back to the room. Okay. A classy dining room. Table. Buffet. Und back to the hall. Leber, maybe. Aber Leber sehen ein bisschen anders aus, glaube ich. Aber ich habe noch nie in meinem Leben Leber gegessen. Zumindest nie so direkt. So, also vielleicht, wenn das in Wurst mal vermacht wurde oder so. Leberwurst zum... Habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf, muss ich ehrlich zugeben. What a stark contrast. The Persian carpet on the floor feels rather nice. But the ceiling, however, is falling off. Interesting. Inspect the door. The door is locked from the other side. You hear humming coming from the room. You knock on the door, but no one answers. Humming? Door opens. Hier leben Leute in dem Haus. What the fuck? This bedroom is rather cozy. Oh. It seems to have been used recently. The bed. Noch eine door. Bedside table. There is a family album here. Everyone looks sad. Wie im wahren Leben, ey. Videospiele sind so realistisch geworden. In den letzten Jahren. Ob die Tür da bestimmt zu ist, ne? The door is jammed. Jammed. Die Tür ist mit Marmelade verschmiert. You enter the room. A dirty bathroom. Inspect the tub. The bottom of the tub is filled with caked goo. Caked? Gross. Caked? Kackt? Goo. Das ist Goo in der Badewanne. Got it. The sink. Sink, baby. You come closer to the sink. Sink, baby. Sink, Auge. Anfang. Ew. As you try to repress a heave, you start to seriously question this place. Relatable. Take the eyeball! Was geht denn hier in diesem Haus ab? Wir stecken besser mal das Auge ein. As gross as touching this eye is, it may work on the door scanner. It's still warm? As you take the eye, you hear a loud, trembling noise coming from the bedroom behind.
With a syringe. It's empty of its contents. Noch mehr? Bath to the bathroom. Back to the bathroom. Bath to the backrooms. Okay. And now Freddy Fazbear stands in front of you. Und wir kamen von hier, das noch Badezimmer als Durchgangs. Uff. By the way, wie sieht denn das überhaupt auf Twitch aus? Dieser Pixel-Grafik-Matsch. Kommt das einigermaßen gescheit an? Kann man grob erkennen, was da vor sich geht? Weil je nachdem, wie sehr man das staucht, werden da einfach saudicke Pixel draus. Ich habe bei meiner kleinen Twitch-Vorschau, das ganze Spiel vielleicht von 30 Pixeln dargestellt. Ja gut, 100. Ja, sehr gut. Kann es noch in den Skalierungsfilter? Ja, können nicht. Aber wenn ihr sagt, das ist okay, dann bin ich da happy. Das ist jetzt kein Unreal Engine Zeug, ey. Also wenn der Dotted Art Stil grob rüberkommt, bin ich happy. A small storage room. Inspect the heater. David heater? Wait. The gentle heat feels comforting. Colonel, I'm trying to heat a room, but I'm way too cold. Cold snake. The small iron door is locked. Maybe a key is somewhere. Back to the room. Heater. Yeah. Alles klar, Mo. Nochmal vielen lieben Dank für den Raid. Hab einen schönen Tag morgen. Halt die Ohren steif. Schlaf gut später. Machet gut. What is that thing? Ich sehe buchstäblich vielleicht so 30 Pixel, die ich weiß gar nicht, wie angeordnet sind. The stench emanating from it makes you reach. Retch? Hä? Ja, guck mal. Johnny Scorn? Scornelius, bist du's? You get close. You get a closer look and notice its surface slowly pulsing. Oh Lord, something is spurting from one of its pores. Approach the dark heap. Will ich das? You step closer to the creature, trying to control your nausea. Oh, das ist ein Schlüssel. Sehr gut. You realize it has a key emerging from the goo. Take the key. Trying not to touch the flesh, you grab the key with your tip of your fingers. Flesh? Ist das Fleisch? You hear a very loud noise. It's waking up. Wake me up! Before it seems to be growing. Oh no. It's coming at you! Run! You rush to the bathroom, hoping it won't follow you there. Das war eine scheiß Idee. Run! It's following you! Ich hätte erst woanders hin sollen. Shit. It's still coming. Use the key. You unlock the door with the key found by the creature. Oh, das ist ein Durchgang. You lock the door behind you, hoping that it will keep the hideous thing away. Log ich mal in den Zeichnermod. Macht es. Happy Lurkwurm. Und später eine gute Nacht und Sweet Dreams.
You lock the door behind you, hoping, genau. It will keep the hideous thing away. It's pitch black in here. Okay, cool. Oh, turn on the lights. Das kann nur gut enden. A bright tube light hurts your eyes. Okay, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. What you discover doesn't make you very hopeful. Read scribblings. Skeleton? Weiß nicht, ob ihr dann... Ah, doch! Der Schädel, hier ist der Rücken, da Bein, da noch ein Bein. Maybe? Scribblings. The occupant was counting days. And many days have passed, apparently. Oh, da war jemand gefangen drin. So ein Kack-Holzbett, ne? Skeleton. The skin has shrunk around the skinny bones. It's practically mummified. Inspect the floor. Planks have been torn away. Look like the person here was making an escape. You can see a room below. Try to break the door. Ist noch mehr? Inspect the skeleton. Yeah. Okay. Ach, Quatsch. You start kicking the remaining planks hard. Their moldy remains break easily. You pass your head in the hole and slip. Cool. Okay. You fall hard on the unknown room. The small lounge seems to lead up to a steep staircase. Stairs, unlock the door. Ah, ist der Shortcut zurück wahrscheinlich. You notice the lock on the door was on. You unlock it and open the door. Wir können jetzt gerade hierhin zurückgehen. It leads back to the hall. Ist das eine gute Idee? Main Hall. Wir können da noch nicht rein. Wir können aber auch nicht aus dem Gebäude nochmal raus. Da waren wir drin. Ja, okay. Gehen wir da weiter. What are you doing, steep stair? Steep, not step. Steep. Steep Bro? Das sind, es gibt große Brüder und es gibt sehr große Brüder. Und die sehr großen Brüder sind Steep Bros. Climb the stairs. You cautiously start to climb. It's pretty deep. Ich weiß nicht, warum solche Wendeltreppen geben mir Panikattacken. Ich krieg von dem abgefahrensten Zeug, habe ich Respekt davor. Weißt du, spooky, scary Skeletons, kein Problem. Komische Treppen, instant Panik. Wenn irgendwer ein Horrorspiel machen will, das genau auf mich zugeschnitten ist, da muss ein VR-Game sein, in dem ich sau weirde Treppen hochgehe. Ey. A long corridor spreads before you. You try to be quiet, but the floor is squeaky. Squeaky! Enter the room. Ist hier irgendwas? Nee. You slowly push the door and enter the room. Looks like a child's room. Ist da eine Leiche? The desk. Small desk full of toys. Oh, your attention is caught by a toy cassette player.
Do the tape. Do it. There was no tape in it. Do the tape. Take the tape. Play the tape. You insert the tape and press play. Cool. Lullaby starts playing. Heartbreaking. Okay. Haben wir jetzt nur die Musik geändert? Yeah, frames on the wall. Instead of formal family photographs. Inspect the frames. Quadruplets. Quadruplets. How unusual. Vierlinge. Quadruplets? Quadruplets. So. Vielleicht schläft der Blob wieder ein. Das dachte ich mir auch schon. Aber mein Gedanke war, dass wir... Okay. Wenn wir jetzt nicht dumm wären, würden wir den Kassettenrekorder einfach mitnehmen. Haben wir den dabei? Nee. Severed Eyeball. Okay. Open the curtain. You slowly approach your hand and pull the curtain open. Let's fucking go! Mina, vielen lieben Dank für deinen Resub im 37. Monat. Merci beaucoup. Willkommen zurück im innersten Zirkulum und mit Gold und Ziegenblut besprüht und so weiter. Das Kultes der Leute, die uns gehabt haben, aber kein Spezialname. Mina, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie war dein Tag? Aber you slowly approach your hands. You slowly approach your hands. Ich nähere mich meiner Hand. And pull the curtain open. Good Lord, the poor child. Quick, you must help him. With difficulty, you untie the rope on his ankle, but it's too late. He's dead. You could have done that. You start to weep, thinking about your own lost child. Touch the body, what the fuck? You reach to close the child's eyes, but you notice something in his hands. Da war ein Kind so von upside down aufgehangen. It's a card? It's a tarot card. The Hanged Man. Now, how ironic is that? A sick joke? What's happening? His skin suddenly is very hot. He melts. What the fuck? Look at the body. We can't believe what has happened. Poor kid. It breaks your heart. He melted. Tag war erfüllt. Und bei euch kann mich kaum beklagen. Sehr entspannt, in der Tat. Warum schmelzen hier Kinder? Like, what the fuck? Ist das ein bisschen Resident Evil 7 Logik, dass es einfach Mold-Menschen sind und wenn die sterben, dann schmelzen die halt? The corridor turns and opens into a larger room. Schmelzpudding. Strange room. It looks like a bedroom, but the main furniture is gone. Shelves. An odd collection of mismatched books and artifacts. You pick one, but you can't decipher the language.
And the odd collection of okay. Shelves. Door. Corridor. Gut. Da geht's nicht rein. Okay. To the door. You approach the closed door. A wooden sliding door. A beautiful mural is painted on it. Seems to loosely locked from the other side, but you can distinguish the silhouette is a simple ledge between the two doors. You could probably push it open with a thin object. Mit der Karte vielleicht? Tarot card. Lift the lock. You enter the card between the two doors. You gently push the ledge up and slide open the door. You're immediately seized by a strong, acrid smell. The memory of the creature flash before your eyes, but you have to press on. Badezimmer? Something terrible happened here. Like hier in diesem Raum? Look at the mirror. In a reflection, you see something lying in a tub. Okay. Inspect the tub. You gather your mental strength and slowly peek at the tub. Mehr Melty-Menschen. Ja. Mehr Melty-Menschen. Someone is lying inside the tub, lifeless. Little bits of molds are floating in the placid blood. Sag ich doch, Resident Evil 7 Logik. Why did she do that? Why did she do that? What is happening here? Oh, weil wir davon ausgehen... Oh, Schere? Oh, Gigantoschere. Clock Tower Reference vielleicht, maybe? Take the scissors. What are you going to do with those scissors? You can't believe that you are thinking about this. This house starts to weigh on you. What do you mean? Wir nehmen die mit. Scheren in Puzzle-Games sind immer sehr wichtig. You look closer at the hands. Oh, the handle is hanging from the side of the tub. Despite red painted nails, the bloated skin is dark and reminds you of the creature. Nee, warte mal. Nee. Die Hand sieht halt hier irgendwie komplett anders aus. So richtig aufgebläht, aber ich glaube, das kommt nur falsch rüber hier. Inspect the hand. Hand belongs to the owner. If this hand belongs to the owner, it may work the electronic lock. Only add something to take it with you. Scissors cut up the finger. The horror of the situation is numbing. The blade cuts through the flesh easily. It feels like there wasn't any solid bones. Calciumdefizit, ne? Merkst du sofort an. Daran ist er gestorben auch. You almost scream as the hand retracts and the body disappears in the tub. Aua, mein Finger. Look at the tub. You can't see anything through the crimson water. Oh, ripples suddenly appear and tentacle emerges from the tub. Run!
Another tentacle bursts out of the dark, mass swinging erratically. You dodge this one, but may not be so lucky next time. Run back to the bathroom. You stumble back paralyzed. Huh? Run far. Oh, tentacle Frau. Keeps coming. Where's all this coming from? You crawl out of the bathroom. Run. Run away. Wir haben Auge. Oh yeah, bye-bye. It knows you are here. It's coming after you now. Back to the corridor. Face back to start to run. Gute Idee, buddy. Gute fucking Idee. Da, it's still coming. Run to the stairs. Out of breath, you rush down the stairs. Der Grafikkill ist sehr eigen, aber ich mag ihn auch. Oh, you throw yourself down, but the tentacle grabs your feet. You lose balance and tumble down the stairs. It all comes tumbling down. You feel dizzy. Stand up and run. You get back on your feet and run to the lounge. You almost reach the hall. Back to the hall. You boom inside the hall and shut the door behind you. Quick, open the other door. You hear a creature crashing the door. Thankfully, it doesn't open from this side. You are in the main hall. Schnell! Das durchbricht die Tür gleich, ich weiß es. There's a small box beside the door. High-tech thing. Yeah, do the severed finger. Finger. Oh lord, what are we doing? You press both eye and finger on the scanner. You squish them hard and eventually get a reading. Cool, wir kommen da jetzt rein. Das ist ja voll nice. The result of using the scanner is a bit messy, but it worked. You hear the door unlock. Nothing stands between the man and you now. Nach all dem, was wir hier erlebt haben, weiß ich nicht, ob ich den Mann noch sehen will. You dive into the passage that just opened. You dive into the passage. Just as you pass the door, it closes behind you. A huge staircase unfolds before you. You delve down into the unknown complex. At some point, the stairs end into a large corridor. There is a single door at the end, with lights coming out of it. Nichts anderes zum machen. Es ist nur, ich kann nicht mal zurück. Es ist einfach nur, do the corridor. Do the door. You open the door. The light's blinding at first. But then you see an empty room. You hear the door lock behind you quickly after you enter. After a few moments, the silence is broken by a crackling speaker sound. Well, we were waiting for you, sir. Please make yourself comfortable and grab a seat. Sit in the chair. Oh. Indulge me and take a seat, please. Ja, ich muss. You may have all night, but that's not the case for everyone here. Look at the glass. This seems to open up to another room. You can't see its contents from here. Screen. Cryptic characters and notes keep scrolling on the screen. Okay, wait, that's notes. Reluctantly, you approach the chair. Let's make a little experiment, you and I. What would you say? Steht da nicht, aber ist egal. Once seated, you finally get sight of the other room, I guess. Another dark entity lies inert in the other room. We don't understand what is expected of you now. After a few moments of silence, the man's voice booms again. A touching reunion, really. I hate to interrupt, but unfortunately, we need to go on with the procedure. Would you mind taking a closer look at your friend here? Look at the monster. Sind wir das oder unser Sohn? Eins von beiden.
You fight your instinctive disgust and try to focus your attention on the creature before you. Suddenly it starts to move and rise. Its shape looks strangely humanoid now, almost familiar. You start to cry. Okay, that's enough. We both know you are seeking here. What you are seeking here. I can fulfill your wish, but you need to do one thing for me first. Check the tray on the board, please. Look at tray. The saturated voice is more and more aggressive. Assertive, nicht aggressive. The saturated voice is more and more assertive. You can be together. Together! Again, you know. Dr. Trey. Aua. But before that, I need to administrate yourself my special treatment. Habe ich eine Option? The bag is empty, okay. As your will flatters, you take the syringe in your hands. You can't stop the tears flowing down your face. What's going to happen if you do that? I don't know. Inject the treatment. Wir werden auch zu einem Schleimmonster wahrscheinlich. Do it now. This void in your heart, it's longing. It can all fade away. Let it flow in your veins. Your mind is broken. There's nothing you can do now. You see yourself inserting the needle inside your arm and press the syringe. What now? Tentacle? Oh! Suddenly a ton of pain rushes through your whole body. You can't move, you can't breathe. A nightmarish buzzing sound is filling your ears. As you feel your body stretch and change, everything becomes more and more distant. Even the pain is fading out except for the small numbing voice. As the suffering slowly fades, you start to remember that voice that you missed for so long now. And that sweet face. Dadai. Son. The end. Nah! Veiled. A game made for AGBIC 2020 by Rémi, Bismuth and Nicolas Millot. Thank you for playing. Thank you for making. Das war cute. I liked. Kleines, cutes Horror-Adventure. Veiled. Cool. Cool. Empfohlen von Horror Game Community. Horror Game Community heißt es, glaube ich, auf Twitter. Sehr cooler Twitter-Account. Der Indie-Games empfiehlt und ähnliche Dinge. Und allgemein einfach über Horror-Games spricht. Und da habe ich schon viele coole Games gefunden und auch viele Hinweise auf bald erscheinende Games und so weiter. Also, großer Fan davon. Aber nun ist es genau kurz vor 2, perfekte Uhrzeit. Das war quasi das ideale Timing.